Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Ausgabe bei Tim Crays Nerdcrate. Ich bin Tim und heute habe ich mal ein bisschen anderes Programm für euch. Ich dachte mir, ich zeige euch mal heute ein kleines Making-of. Es geht heute um den großen Kollegen nach rechts. Ich wollte euch mal zeigen, wie ich den gemacht habe. Ich habe leider kein Video dafür aufgenommen, aber ich habe zumindest eine ziemlich detaillierte Dokumentation gemacht. Hinterher auch ein paar schicke Bilder, wie ihr hier seht. Ihr seht vielleicht schon ein paar Details. Und um wen es geht, es ist der Titan Class Devastator von Hasbro aus der Transformers Combiner Wars Serie. Ich habe da einiges dran gemacht. Viele silberne Akzente, wie ihr hier schon seht. Oberschenkel sind silber. Das ist eine andere Front an Mixmaster. Das ist das DNA Design Kit. Und das ist das Konzept, wonach ich so ein bisschen gearbeitet hatte. Ich fand dieses Bild schon immer sehr geil. Ich fand, dieser Devastator war ja so ein bisschen das Nonplusultra, sagen wir es mal so. Und ich hatte den Kerl dann aus Florida geschickt bekommen von meinem guten Freund Dan aus den Vereinigten Staaten, war nicht ganz richtig, aus dem United Kingdom. Aber der hatte viel Arbeit nötig. Und ich habe mir den dann einfach mal geschnappt und habe angefangen mit Acrylfarben. Ich habe das nicht gesandet, ich habe das nicht geprimed, gar nichts. Ich habe einfach das Frontschild abgenommen und habe angefangen, den Kettenantrieb von Scavenger und Bonecrusher zu machen. Wie man hier sieht, ich habe die Ketten selber habe ich schwarz gemacht und dreckig und habe da die Innenteile alle Anthrazit gemacht, also Gunmetal. Danach bin ich beim Schild beigegangen, ein paar Innenteile schwarz matt, dann Silber rausgeholt. Dann habe ich noch den Frontschild größtenteils Silber gemacht, die Vents. Und das war dann auch schon der Vergleich von Scavenger vorher zu nachher. Links natürlich vorher, rechts nachher. Mit den Warnungsschildern, mit lila vorne an den Scheinwerfern, Treppen rausgeholt und auch die Arme. Ich habe da noch die Hände angemalt, dazu später mehr. Ich bin dann übergegangen zu Longhaul und habe dem wirkliches Kennzeichen verpasst. Auch wieder die Warnungssticker und Scheinwerfer. Dann bin ich bei Hook beigegangen, habe auch die Warnsticker angebracht und habe da richtiges Stück Drahtseil angebracht und viel schwarze Akzente für Dreck. Danach dachte ich mir, es muss eigentlich doch irgendwie ein Upgrade-Set her. Ich wollte breitere Schultern, ich wollte bewegliche Hände. Ich fand Mixmasters LKW-Front eine absolute Katastrophe und das alternative Gesicht hat mir bei DNA-Design auch sehr gefallen. Deswegen bin ich darüber gegangen und das ist einfach ein tolles Set, also ich kann das nur jedem empfehlen. Was leider fehlte, waren Knieteile. Und deswegen habe ich mir von X2 Toys Bilder geschnappt, von den Knieteilen, die ihr hier eingekreist seht, und habe mit Polystyrol angefangen. Ich wollte das Material schon ewig nutzen und das habe ich dann auch getan. Super einfach zu verarbeiten. Das ist jetzt hier das rechte Teil. Ich bin dann irgendwann übergegangen zum linken Teil. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, warum. Jedenfalls seht ihr das schon, das war jetzt der Prototyp. Es ist super einfach, wenn man das noch nie gemacht hat. Es ist unfassbar intuitiv. Es ist fast, als wenn ihr mit Pappe arbeitet. Schneiden, sägen, schleifen, ihr klebt das einfach mit Sekundenkleber auf. Es verschweißt im Endeffekt auf Plastikebene und ihr könnt das schleifen und es hinterher glatt machen. Funktioniert wirklich absolut toll. Es hat super viel Spaß gemacht. Hier die erste Anpassung am linken Knie. Ich war sehr begeistert, wie das funktioniert hat. Ich habe das alles ziemlich geeyeballt, sag ich mal. Ja, ich war allein schon so begeistert. Ich hätte fast so stehen lassen können. Noch ein bisschen helleres Licht, dann seht ihr das ein bisschen besser. Das war alles mit meiner Nachtlampe. Ich habe hier echt ein Jahr lang dran gesessen und das waren echt, ich sag mal, viele durchzechte Nächte, um das mal so zu sagen. Aber hat alles toll funktioniert. Ich habe den kleinen Grill da drin, den habe ich mir aus einem Märklin-Geschäft geholt. Das ist also eigentlich nur ein 1:27 Gartenzaun, ein bisschen zurechtgeschnitten. Dann innen drinne silber grundiert bei den Lampen und das Ganze orange angemalt. Hier außen mit Gunmetal bzw. Anthrazit gearbeitet und das Teil selber in Silber angemalt, wo der Grill drinne sitzt. Und die Farbe ist lila, ganz stumpf, aus dem Pott, Acryl, Hobby Link ist das, glaube ich, angepasst. Gedacht, okay, das ist ein bisschen dunkel im Vergleich zum Mixer Barrel von Mixmaster, aber als das Ganze dann die Lackschicht drauf hatte, sah das Ganze auch entsprechend gut aus. Und wie man hier sieht, das ist das fertige Ergebnis.
Ich habe dann noch die Oberschenkel silber angemalt und die Innenteile, was dann Longholzfüße sind, habe ich Anthrazit gemacht, um ein bisschen Akzent zu bringen. Und die Felgen auch silber angemalt. Das war im Endeffekt der Stand, als ich mit dem Oberkörper und mit den Oberschenkeln fertig war auf einer Seite. Das ist dann auch der finale Stand, auch schon lackiert. Links halt vorher, rechts nachher, ne? Ich bin dann weitergegangen zu, ich hoffe, das ist Bone Crusher. Ich krieg Scavenger und Bone Crusher immer durcheinander. Ich glaube, das ist Scavenger. Aber das funktioniert eigentlich sehr gut. Man sieht hier auch viele schwarze Details und die ganzen Anthrazit-Geschichten. Beim Kranarm habe ich, beim Baggerarm habe ich mir besonders viel Mühe gegeben. Ich habe mit viel Schwarz viele Hohlräume rausgeholt. Ich habe die Schläuche rausgeholt, pneumatisch, und mit Anthrazit auch wieder viel gearbeitet. Auch mit den ganzen Stickern für Lampen und für die ganzen Warnhinweise. Ich habe teilweise die Fenster rausgeholt, die nicht da waren, die waren einfach grün. Das war ziemlich furchtbar, das war nicht so ganz cool. Ähm, und das war im Endeffekt der fertige linke Arm, im Gegensatz zu vorher. Da war auch schon das DNA-Set dran für den Arm. Sprich, der Arm war länger. Ich habe ein bisschen was am Arm auch gemacht an Silber und die artikulierte Hand. Zu der Zeit kam Generation Toys Gravity Builder dann raus. Und ich fand diese Leiter unfassbar cool, die Longhall dran hatte. Und sowas wollte ich auch haben. Ich habe noch jede Menge Styrol gehabt und die Twisties und habe das dann einfach angesetzt. Dann habe ich mit zwei kleinen extra Teilen den Schild höher gesetzt, weil ich fand den Schild bei Devastator unfassbar niedrig. Das fand ich schwer uncool. Das war das Endergebnis davon und da seht ihr die Teile, die ich genutzt habe. Ganz einfach, nichts Tolles. Die sind auch sehr haltbar. Polystyrol, tolles haltbares Material. Und bei Erhöhung ist natürlich eine tierische Lücke rausgekommen. Was habe ich gemacht? Ja, ich habe was gebaut. Ich habe den Hohlraum grob abgemessen und habe mit Polystyrol einen Füller gebaut mit Kabeln dran, als wenn das zu seinem Combiner-Prozess gehört, um das Ganze zu stabilisieren. Das war der Rohbau. Da hat man rechts nochmal das Loch gesehen, wie da das Tageslicht durchschien. Also das war echt eine ziemliche Katastrophe. Und da seht ihr die Leiter auch nochmal ein bisschen im Detail. Dann habe ich die Arme parallel dazu gestört. Ich habe das Füllerstück für die Brust dann beiseite gepackt und habe die Arme gefüllt, dass er wirklich Hände hat, dass man Longholz Hände sieht. Das ist sowieso nur an der Seite. Es war ein ziemlich schwieriger Prozess. Ich finde es okay für das, was dabei rausgekommen ist. Und danach bin ich dann hier weitergegangen. Ihr seht schon jede Menge Platten und Kabel mit dran. Kleine Knöpfe und sowas. Und ich habe da viel dran rumgebastelt, viel zurechtgeschnitten, viele Reststücke genutzt. Das sollte so ein bisschen so ein Gelenk sein, worum sich das rumdreht. Und ich finde, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich bin da eigentlich, ich bin da sehr mit zufrieden, muss ich sagen. Also auch die Farbe, die ich dann genommen habe, dafür, die passt auch. Und ja, hier die erste Anpassung mit dem Schild dran. Als ich das gesehen habe, fand ich das schwer cool. War sehr begeistert. Und jetzt kommen wir zum Paintjob. Halt richtig schön Devastator grün mit ein paar extra Knöpfen dran und die Kabel, wie gesagt, ein paar Anthrazit-Details auch wieder rangebracht. Ich musste da echt nicht viel dran machen, es war alles echt glatt genug. Eingesetzt, war die Lücke weg. Dann habe ich noch ein paar extra Kabel genommen, die in den Hook reingingen. So war Rot und Blau dran. Ich finde, das macht den Look ein bisschen vollständiger und jetzt hat er im Endeffekt auf die Art und Weise den IDW-Look gehabt. Was ihr hier seht, unten IDW ohne Schild, oben Generation 1 inspirierter Schild. Und ich kann nichts anderes sagen. Also es hat im Nachhinein das mega Spaß gemacht. Das war unfassbar viel Arbeit. Ich hatte sogar ein paar Angebote gekriegt. Und hier seht ihr auch den Unterschied. Also der Schild ist einen guten Zentimeter höher gewandert und ich finde, das sieht wesentlich besser aus. Ist mein Ding. Ich habe auch jede Menge Komplimente dafür gekriegt und noch Angebote. Ich bin dann nochmal über Scavenger rübergegangen. Der hat dann noch ein Decepticon-Insignia vorne gekriegt und die Schaufel eingeschwärzt. Die Insignias, die ihr da dran seht, die sind wieder von Ocean Designs. Das sind eigentlich die, die ich am liebsten nutze. Und hier nochmal ein richtig hartes Vorher und Nachher. Links außen angemalte Schaufel, Dreck innen drinne, die Scheinwerfer oben drauf rausgeholt, Auspuff, allen drum und dran. Longholz Ladefläche war leider ziemlich hohl, da wollte ich auch was mitmachen, habe auch Filler Pieces für gemacht. Die Teile, die ihr da drinnen seht in den beiden Dingern, das sind eigentlich Filler für die Oberschenkel von Devastator. Aber das hat auch funktioniert und das hat gepasst. Dann
Dann habe ich angefangen mit Mixmaster, dass ich die Räder angefangen habe Silber anzumalen vorher, nachher. Ich habe dann noch die Clipsies, sag ich mal, innen drinne, wo die einfach aufgesteckt sind. Die habe ich noch schwarz angemalt. Ich finde, das hat ein bisschen was hergemacht. Und als nächstes seht ihr noch eine ziemliche Zusammenfassung. Ich habe dem Barrel habe ich Warnsticker gegeben und ein Decepticon-Symbol draufgepinselt mit Ocean Design. Die Klappe, den Frontlader habe ich auch abgeändert und viele Details wie Tanks rausgeholt. Hier vorher mehr oder weniger und nachher Bild von Scrapper. Auch viel Leiter mit Anthrazit rausgeholt, die eine Menge Arbeit. Lampen. Ihr seht hier vorher und nachher. Links vorher, rechts nachher. Also das auch die Schaufel wieder mit viel Silber und Schwarz rausgeholt und Auspuff und schwarz eingefärbte Grills mit Silber. Und das ist dann das Endergebnis. Wesentlich klotziger, wesentlich bulliger als vorher. Und ich mag die Statur einfach. Von der Stabilität her muss man sagen, er ist kein Vergleich zum Toy World Constructor. Aber meiner ist ein bisschen detailreicher. Hier oben sieht man auch an Bone Crusher die Lampen, rechts oben. Hier auch nochmal im Detail ein bisschen besser, was ich an Scavenger gemacht habe. Ich nenne die jetzt einfach so, wenn es falsch ist. Schreibt es in die Comments, ist alles gut. Lampen auch noch oben rausgeholt bei dem. Hier auch noch mal ein bisschen mehr im Detail von Bone Crusher. Auch das Silber an den unteren Armen, wie ihr das seht. Und oben an Hook seht ihr die Drähte, die ich genutzt habe. Noch ein bisschen mehr Detail vom Oberkörper und vom Unterkörper mit den Knien. Da seht ihr die fertig zusammen. Habe ich ziemlich gleich hinbekommen. Ich bin sehr zufrieden gewesen. Hat unfassbar Spaß gemacht. Ja, Rücken auch. Also man sieht auch im Rücken viele Details. Längst nicht mehr so hohl alles. Viel mit Anthrazit rausgeholt. Ich mochte das mit Anthrazit dabei zu arbeiten. Ich finde, das machte durchaus Sinn. Mixmaster im Detail. Ihr seht hinter dem Barrel so ein ganz klein bisschen mit Anthrazit den Gastank rausgeholt. Türen oben rausgeholt. Licht an der Front vom Truck. Wieder diese Warnhinweise. Scrapper in fertig. In Zusammenarbeit mit dem Knie. Und ja, danach habe ich gesagt, ich will den auch noch mal ein bisschen rauslassen. Ich wollte ein bisschen mehr damit machen. Das war damals größtenteils meine Masterpiece Collection. Die Jungs gegen Devastator. Er ist ein toller Stand-in als Masterpiece. Klappt ganz toll. Ist wie gesagt sehr wackelig im Gegensatz zu Constructor, aber als Stand-in, wie ihr schon seht, man kann da ganz tolle Sachen machen. Ist einfach bei mir im Garten passiert. Spiegelreflexkamera, paar Figuren und ein bisschen Spaß haben. Und ja, Ironhide musste leider dran glauben. Aber mehr war es im Endeffekt gar nicht. Und so sieht mein Display am Endeffekt jetzt aus. Da fehlt ein bisschen was. Starscream fehlt. Das aktuelle Ding habt ihr ja letztens in meinem Video gesehen. Und das war's dann auch im Endeffekt. Wie gesagt, ich habe grob ein Jahr an dem Ding gearbeitet. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war auch sehr viel harte Arbeit. Aber Frustration hat sie zum Glück nicht viel breit gemacht. Also es war tatsächlich nur eine sehr starke Verstärkung meines Hobbys. Schreibt mal in die Comments, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich würde mich freuen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Subscribe da. Wie immer, für Mails figure.photography.crate@web.de und für Facebook und Instagram @figurephotographycrate. Würde mich freuen, wenn ich euch bald wiedersehe. Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß. Habt eine geile Woche.